Ich grüße und herzlich willkommen heute mit einem neuen Video. Und zwar gibt es einen neuen Troll, der genau der perfekte legendäre Held wäre für Twoks Fraktion. Und dieser neue Twok wollte ich gerade sagen, nein, dieser neue Troll, der befindet sich hier in diesem neuen Warhammer Fantasy Roleplay Büchlein. Das gibt es bei Cubicle 7. Die verkaufen die Games Workshop Sachen. Das auch schon von Warhammer Fantasy Roleplay zumindest jahrelang. Und in diesem Werk geht es um die östlichen Stämme. Und natürlich ist dort auch der Troll aufgelistet, aber jetzt kommen wir erstmal zu den östlichen Stämmen, die hier drin sind. Und zwar geht es konkreter um Goblins, Orks, Schwarzorks, Hobgoblins, Nordlinge sowie Abschnitte der Oger und Trolle. Und die ganzen Stämme, die sind jetzt hier mal aufgelistet. Also das sind so die bekanntesten Stämme im Osten. Wobei der erste, da steht der Cluster-Ei-Stamm. Die Schrecken des Drakenwalds, eine Gruppe Waldgoblins, die auf der Suche nach Gefangenen sind. Ja, der Drakenwald ist, wie viele von euch sicherlich wissen, nicht gerade im Osten. Warum die jetzt hier aufgelistet sind, das weiß ich nicht. Vielleicht sind die irgendwie ausgewandert. Dann der Burken-No-Stamm, berüchtigte Einbrecher mehrerer Zwergenfeste und unverbesserliche Artillerieplünderer. Die Black Mountain Boys, eine bösartige Bande von Orks, die sich mit den Künsten des Banditentums und der Erpressung auskennt. Die Steinschlangen, wilde Orks, führen einen fortlaufenden Feldzug gegen die Raubzüge der Chaoszwerge. Die Wolfboys von Oglakan, eine Gruppe angeheuerter Hobgoblin-Speer mit einem ausgeprägten Ruf für Verrat. Mattock Pacewards, eine brutale Gruppe Söldner-Oger, die sich derzeit in der Wildnis von Ostermark aufhält. Ich sage übrigens dazu immer Ostmark. Ich kenne das so aus einigen anderen Quellen als Ostmark. Dann haben wir noch Trolle in verschiedenen Formen. Die verschiedenen Formen, die diese wilden Monster annehmen und Einblicke in ihr Verhalten. Ja, zu einem bestimmten kommen wir gleich. Dann haben wir noch die Wagmagie und Ork und Goblin Erzfeinde. Ein Leitfaden zu mächtigen Ork- und Goblin-Feinden berüchtigter Kriegsherren und Monstern. Da sind dann bestimmt auch noch mal ein paar andere legendäre Charaktere drin, wie zum Beispiel diese beiden hier. Wir kommen jetzt zurück zu Great Book of Grudges. Der hat jetzt, wie gesagt, dazu zu diesem Büchlein ein Video gemacht. Und da geht es jetzt um einen legendären Helden für Twok. Ich habe die Übersetzung an, wie ihr seht. Ich werde einige Dinge ergänzen. Eine Passage, da müsst ihr ein bisschen mehr aufpassen, die ist ein bisschen verwirrend. Aber da sage ich euch dann rechtzeitig Bescheid. Los geht's. Everyone and welcome back to the Great Book of Grudges. My name is Nathan and today we're going to be covering some lore. It's been a while, but Cubicle 7 have just released a new supplement for Warhammer Fantasy Roleplay. Ich möchte noch mal ganz kurz hier die Cubicle 7 Seite loben. Ja, die haut schon jahrelang diese Warhammer Fantasy Roleplay Bücher raus. Und man merkt aber auch, dass da Games Workshop dahinter steckt, wie ihr eben gesehen habt, da hat wirklich jeder Stamm seine eigene Individualität. As tribes and tribulations. Now this book introduces a bunch of stuff for the greenskins, so some new enemies for your Warhammer Fantasy roleplay campaigns. Obviously very cool stuff, especially if you're a fan of goblins of every type, including hobgoblins too. There's going to be a few videos on this because there's a lot of things to discuss here. Before we begin, however, I do want to say a big thank you to Cubicle 7 for the free copy as per usual. They've always been natürlich ein kostenloses Exemplar bekommen. been super cool with me, and I love what they've been doing to expand the lore of Warhammer Fantasy, including today's topic. You see, they introduced a brand new character. Ja, und das ist er. Wie ihr seht, mit 2 Köpfen. Und wie er heißen wird, das erfahrt ihr auch gleich. Here, well, there's a lot of new characters introduced into this book, but this is the one that really struck out to me. This is Sogcog, a chaos troll which... Sorgkork. Ein Chaos-Troll.
is really cool looking. Obviously, he looks like a traditional Chaos Troll, but mutated very heavily. You can see he's got 2 heads, a lot of very physical mutations. We're going to discuss his lore in a second, but the reason why I want to talk about this Mit Gesetz meint er die Lore und die Regeln. characters, the moment I saw him and the moment I read over his lore, I thought this would be a fantastic legendary hero for Frog. You see, the king of the trolls is in Norska, right? And let's be honest, he kind of needs a little bit of love. Well, everything about Norska. Ja, da stimme ich ihm zu, dass der gute Trock ein bisschen mehr Liebe braucht, weil Trock sollte eigentlich eine Troll-Fraktion sein, meiner Meinung nach. Ja, und das ist seine Fraktion nicht. Seine Fraktion geht eher Richtung ja, klassisch Norska irgendwie, nur eben halt mit Monster-Buffs. Ja, und irgendwie noch so ein, also da fehlt ja auch an sich, ja, ein Troll-Kommandant. Und der fehlt ja auch an sich. Oder ein Trollheld. Ja. Es sollte einfach eine Troll-Fraktion sein bei Trock. needs a bit of love. It's DLC that we're expecting eventually for Total War Warhammer 3. Aber ich muss erwähnen, dass ein Rework für Norska ja noch kommt. Ja, alle Fraktionen bekommen ja ein Rework und ja, vielleicht bekommt er dann ein bisschen mehr Liebe. And what would be really nice is if Frog had a unique legendary hero. Ja, mit Vogue meint er immer Trock. Ja, falls ihr es nicht gehört habt. Which would be just for him, right? If you remember a while back, I actually did mention it would be nice if we had a Tribes of the North situation DLC where it was expanding upon Norska, adding in the Hung, the Kurgan, and so on. So this would be very similar to the size of the Champions of Chaos DLC, but expanding into very different cultures. I did say in that video that I couldn't really think of a character that would be a nice addition to Frog to give him a little bit of a, you know, difference to all the other northern factions. And, well, here we go. We've got a character. We know that Creative Assembly can actually use stuff from Warhammer Fantasy Roleplay. It falls under the same IP lines as the 8th edition timeline, so it could be entirely possible if Games Workshop do. Er ist ebenfalls mit Bestandteil der 8. Edition und ich stimme ihm dazu, dass er als legendärer Held für Trock passen würde, ja, aber er erfährt ja jetzt erst noch mehr Infos. To approve that. And what I want to do in this video is kind of talk about why this character would be cool. But first, let's talk about the lore. So we have a rather large page dedicated to his history. Of the many monsters that haunt the frozen wilderness of the Troll Country, the great beast known as Sogkog has gained notoriety. Sogkog, genau so heißt er. Und jetzt ist so die Passage, wo ihr ein bisschen genauer mitlesen müsst. Both for his unthinking ferocity and grave depredations, but also because of a story as to his origins and behavior has become widely known. Each year, the Tsar of Kislev dispatches a squadron of his finest knights, members of the Griffin Legion, to Middenheim, and the Graf of that city reciprocates by sending a regiment of his loyal Knights Panther to serve the Tsar. The Oslan port of Salkolten is a stopping point on the journey. Mit den Osenhafen weiß ich nicht, wen er den, weiß ich nicht, welchen Hafen er meint. Aber wahrscheinlich irgendwann in, ja, ich meine irgendein in Nordland, Ostland oder in Kislev. And the locals there tell a tale of a great troll that once haunted the Forest of Shadows, and how its fate was entwined with a rogue gold wizard who had once served the court of Baron von Walden. Mit einem abtrünnigen Goldzauberer einst am Hofe von Baron Vogue gedient hatte. Ja, also dieser Troll, der war, ne, beziehungsweise der Goldmagier, der war halt, naja, ihr werdet es gleich erfahren. Ich will nicht zu viel spoilern. The mage, though once trained and endorsed by the College of the Gold Order in Altdorf, became obsessed with the use of warp. Also der Goldmagier, der hat seine ganz normale Ausbildung in Altdorf gemacht. Stone and felt it. Und hier seht ihr das schon, er hat mit Warpstein rumexperimentiert wahrscheinlich. Also er hatte halt eine Verwendung für Warpstein und war da dann auch besessen. Und fiel dem Chaos und Chaos, becoming the self-styled warlord Vol, und wurde zum selbsternannten Kriegsherrn, beziehungsweise Chaoshexer. sorcerer of Tzeentch. Vol erected a stone tower deep in the Forest of Shadows, where he Von Tzeentch, ja. Und das war hier eben so ein bisschen komisch geschrieben, aber man hat es, denke ich, gehört. could conduct his experiments.
He gathered a retinue of beastmen and other horrors to his side, among them the common troll Sog. Ja, und dieser Chaos-Hexer, der hatte dann eben halt ganz viele Tiermenschen und ganz viele Trolle um sich herum. Unter anderem auch eben einen Sorg-Korg. All thought the creature would be pliable to his enchantments, but Sog, like all other trolls, was unbiddable, Den er aber, wie ihr jetzt gelesen habt, sicherlich auch erstmal besänftigen musste. particularly when hungry. One day, Sog smashed the tower's thick wooden door from its iron hinges and devoured Vol. The tower was full of strange contraptions, glass tubes stretched everywhere, connected to alembics, and bottles filled with bubbling liquids. Gold glittered in crucibles, along with lead-lined boxes of strange, green, glowing rocks. Sog quickly decided. Also so wie ich das jetzt hier verstanden habe, hat er die Tür eingeschlagen und er hat ihn gegessen. Ja, und dadurch hat er den eben halt auch den Warpstein mit inhaliert vom Goldmagier, beziehungsweise vom Chaos-Hexer, war er inzwischen. To claim the tower as his lair, making a nest from books and cast-off robes to sleep in before greedily consuming the contents of the various containers and vials without pause. That night, pain-racked Sog, his flesh bubbled, erupting into tendrils and mouths that Darüber hinaus hat er auch einige merkwürdige Fläschchen getrunken. consumed one another Und er bekam Ranken und Münder aus, die sich immer wieder gegenseitig over verzehrten. and over. Through it all, Sog heard a voice growing louder and louder in his head, mimicking his thoughts, as if it fought its way to the surface. Sog, tormented by the agonies of his transformation, passed into unconsciousness, only waking the next day. He found the new head had burst from his chest, its eyes glittering with malign intelligence. It called itself Cog, a vile reflection of the most vicious and violent aspects of its hosts. This new head quickly gained dominance, giving rise to Sogcog, the Chaos Troll. The creature headed north, avoiding the major towns of Ostland and Kislev, but leaving a trail. Ja, falls ihr manchmal so komische Geräusche hört, das habe ich mich auch gefragt, was ist das denn jetzt? Also die kommen manchmal von seinem Ton, ja, also das sind nicht irgendwelche komischen Geräusche von mir. Ja, der Rest der Story, der ist eigentlich ganz einfach. Der gute Sorgkork, der ist natürlich jetzt im Chaos verfallen und stiftet jetzt erst ein bisschen Unruhe. Hier steht jetzt große Städte wie Oslo, da weiß ich allerdings nicht, welche Stadt mit dem Namen Oslo gemeint ist, weil ich kenne aktuell keine Stadt in Warhammer Fantasy, die Oslo heißt. Wobei ich glaube, es gibt eine kleine Stadt in Northgard, die Oslo heißt. Bin ich mir aber jetzt nicht sicher. Aber ansonsten weiß ich da jetzt leider nicht, welche gemeint ist. Trail of destruction through its countryside. It now lurks within the troll country, but each winter it preys upon the folk who inhabit the camps and villages of Kislev's northern borders. Sogcog is vicious and unthinking, but the malign powers of chaos that flow through his system have affected his behavior. He satisfies his hunger by stealing cattle or raiding villages, but when he isn't starving, he likes to stalk his prey, following at a distance, lurking on the horizon, relishing in the anxiety his monstrous form inspires. Sogcog's great delight is to stalk a group of travelers through the wilderness, haunting their steps and appearing for a brief moment on the horizon, or at the edge of woodland, and then vanishing just as soon as he is perceived. It is only when his quarry glimpses the sight of a town that promises sanctuary that Sogcog falls upon them to rend them limb from limb and sate his horrible hunger. He always leaves the soul. Also ein Troll, der hat natürlich schrecklichen Hunger, ja, und der versucht natürlich ständig seinen Hunger zu stillen, ganz klar. Survivor to spread the tale of the horror they have witnessed. So the character's pretty cool, pretty intelligent too, which would be pretty awesome if we had this Norske deal. Dass er ziemlich intelligent ist, das war mir irgendwie klar, weil irgendwie alle Chaos, na gut, nicht alle, aber es gibt halt einige Chaos-Trolle, die sind halt intelligent, ja. Ich sag nur Talk. Ist, denke ich, nicht groß verwunderlich, ja, dass dann die Chaosgötter die Trolle dann eben halt schlauer machen, damit sie eben halt auch gefährlicher werden. That I've been talking about for a while, which I've thrown as Was für die ja eigentlich eher ein Segen ist, ja. suggestions to Creative Assembly, by the way, because think about it. Norska is fine, it just needs some additions and pretty much just changes to mechanics in the faction. It'd be really cool if Frog, the Troll King, was actually still part of Norska in that little bubble,
but was focused more heavily on monsters, a proper troll horde, if you will, with troll lords, troll heroes, and having a legendary hero to kind of act as his lieutenant. And Ja, also worauf er hinaus will, ist, dass halt Tvok einfach mal ein bisschen mehr Liebe braucht und ein legendärer Charakter wäre hier schon mal gegeben. some missing Famir, some other things here and there, and you could get a totally separate sub-faction alongside the other stuff that's been proposed, like, you know, Kurgans, Hung, Tong, and all the other stuff. The format used for Champions of Chaos is so good that it could separate certain factions and act like you're getting multiple different sub-factions. Again, Warriors of Chaos, perfect example, because you've got 5 ways to play. Undivided, dedicated to Khorne, dedicated to Tzeentch, dedicated to Nurgle, dedicated to Sinesh. It's more or less the same stuff, and yes, a lot of stuff is involving reskinning. You get different mechanics, you get different styles of play. I would like to see this done again, especially with the purpose of introducing. Ja, man bekommt unterschiedliche Spielstile, hat er eben geschrieben. Das stimmt auf jeden Fall. Ja, Norska braucht immer ein bisschen unterschiedliche Spielstile. Ich hatte ja mal ein Let's Show gemacht zu der 17-Fraktion-Mod im Osten für die Immortal Empires Expanded-Karte. Und da gab es wirklich auch tatsächlich Norska-Fraktionen, die sich komplett anders gespielt haben als Wulfric und Tvok. Das fand ich sehr bemerkenswert. Characters to kind of flesh out other factions. And by introducing a semi-intelligent Chaos Troll, it could incentivize Creative Assembly to do something which the modders have already done, but it would be nice to see it done officially, which is finally recasting Frog and getting his proper dialect in there, rather than just, I eat my enemies, because that's just horrible, man. Cubicle 7 have always done really cool stuff in introducing I eat my enemies, ja. Ich finde die Voice Lines aber trotzdem schon cool von Tvok. some lore to an already established setting and just kind of making it a little bit more fleshed out. Troll Country is supposed to be known for loads of trolls. Why not have another named troll to be able to do quite a lot of damage there? It'd be super cool. I love the design of the character. I think it's awesome because it still looks like a Chaos Troll, just a little bit mutated, so it still kind of follows the same format of everything that we already know. I like it. I've been thinking about this since I had access to the book, and I tell you what, it's going to be something that I'm going to be talking about every now and then. I guess if we start talking about Norska DLC or possible future Norska DLC. But yeah, this is a suggestion that I want to throw out to Creative Assembly because, again, it's possible for them to use this type of stuff as far as I'm aware. The main thing is they have to convince Games Workshop, which I imagine is not an easy thing. But yeah, let me know what you guys Auf einmal ventiliert er. think in the comments below. Let's start a bit of a discussion. I do apologize if I sound weird. I'm still ill. I'm getting better. I feel a lot better. But I'm still at that point where, yeah, my nose is still stuffy and yeah, it's not fun. But I'll see you all again very, very soon, guys. Have a good day. Ja, gute Besserung an dieser Stelle und schaut doch gerne mal bei Great Book of Grudges rein. Der macht immer sehr informative Videos über Warhammer, gerade auch über Warhammer Fantasy, wie ihr hier gerade auch seht. Und ja, das war soweit die Thematik zum neuen legendären Trollhelden. Ich würde auch gerne wissen, was ihr dazu denkt. Schreibt es gerne in die Kommentare. Und dann sehen wir uns wieder im nächsten Video oder im Livestream.